Kulturhauptstadt. Für mich persönlich müsste es nicht sein. Nürnberg als Kulturhauptstadt Europas. Kulturell bin ich eher so Kino, Sommernachts, Filmfestival, solche Sachen, Rock im Park. Es ist für mich, dass man einfach Orte hat, an denen man zusammenkommen kann und wo man auch was machen kann. Man trifft hier in Nürnberg selten Leute, die sagen, ich bin stolz, ein Nürnberger zu sein. Und das für dieses Selbstbewusstsein in der Stadt wäre das, glaube ich, auch eine enorme Geschichte, wenn Nürnberg Kulturhauptstadt werden könnte. Es gibt aber auch bestimmte Treffpunkte für bestimmte Kulturen, wie zum Beispiel in Langwasser. Ich weiß nicht genau, es ist so ein Russentreffpunkt, wo über die russische Kultur informiert wird. Medina e.V. in Nürnberg, wo über die orientalische Kultur informiert wird. In Italien zum Beispiel, wenn ich einmal geredet von Nürnberg, war gleich positiv, die Stadt von die Giocattoli, also das heißt die Spielzeugstadt, ne? Oder die Bratwurst oder die Lebkuchen, aber meistens bekannt für Spielzeug. Kulturhauptstadt Europas finde ich im Prinzip gut. Aber die Basis stimmt für mich nicht. Wenn man sich auf die Altstadt konzentriert, dann ist das nicht Kulturhauptstadt. Mit dem Begriff Kulturhauptstadt Europas verbinde ich eine tolle Chance, sich darzustellen und vor allem seine eigenen Ideen und das, was man unter Kultur versteht, darzustellen. Der durchschnittliche Nürnberger, selbst wenn er aus dem Kulturbetrieb kommt, ist eher skeptisch. Und dafür gibt es aber auch eine Reihe guter Gründe. Ich glaube, es ist einfach für die Stadt ein tolles Aushängeschild, irgendwie abseits dieses Mainstream-Tourismus auch sich irgendwie zu positionieren und zu zeigen, so, wir sind mehr als die Burg und Christkindlesmarkt. Deshalb ist Nürnberg eine Kulturhauptstadt, weil eben es leben nicht nur viele Kulturen hier, sondern hier werden auch Kulturen irgendwie weiter am Leben erhalten. Ich sehe das immer so wie mit so einem Olympiastadion. Das kann man so bauen, dass nachher ein Mehrwert dadurch generiert wird oder es fällt danach zusammen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Nürnberg den Titel der Kulturhauptstadt bekommt, weil ich es Nürnberg zutraue, weil ich es auch als sehr große Chance für die Stadt Nürnberg sehe. Also es macht keinen Unterschied in der Wichtigkeit, ob wir Kulturhauptstadt werden oder nicht. Wichtig ist, dass wir es versuchen. Es geht jetzt nicht nur um Gefälligkeit von Kunst, sondern es geht auch darum, dass man den Bürger mit einbezieht. Ansonsten fühlt man sich übergangen. Dass man hier bessere Studienmöglichkeiten hat. Wenn man Kunst verkaufen will, dann muss man raus aus Nürnberg und das ist ein Problem für die Künstler hier. Oder dass es halt eine Sperrstunde gibt, das ist, finde ich, blöd. Mehr Grünflächen. Dass die Politik, die Stadtspitze mehr Mut hat, dass da auch zum Beispiel Förderkriterien gelockert werden. Dass mehr Vertrauen herrscht in Initiativen. Die Sachen, die hier produziert werden in Nürnberg, sind super, aber Leute in anderen Städten kriegen das nicht unbedingt mit. Die Bescheidenheit ein bisschen ablegen, sich ein bisschen extrovertierter zeigen. Radwege. Mein wichtigster Wunsch, damit wir wieder hier Luft bekommen und atmen können, das wären Bäume, Grün und Bäume. Dieses Vertrauen darauf, dass Nürnberg aus der Bürgerschaft heraus die richtigen Antworten findet. Gezielte Förderung für Freikulturschaffende. Also ich fände es cool, nachdem wir hier in Nürnberg ja auch viel mit IT zu tun haben, wenn wir als Stadt die erste Stadt wären, die agil arbeitet. Ich weiß gar nicht, gibt es das, was wir nicht haben? Ich denke, wir haben alles. Warum macht man das? Was müsste man, sag ich mal, um Kulturhauptstadt zu werden, in Nürnberg noch mehr etablieren an Kultur? Was denn der Slogan von Nürnberg, warum wir es werden wollen? Was brauchen wir, um Kulturhauptstadt zu werden? Was hat Nürnberg nicht, damit man es nicht Kulturhauptstadt nennen kann? Wie hoch ist das Budget? Meine Frage wäre, habt ihr an alle mitgedacht? Ich würde gerne mehr über das Konzept wissen, mehr über die Finanzierung, über die Hintergründe. Welchen Kulturbegriff habt ihr? Bitte liegt es offen und bezieht die Bevölkerung mit ein. Habt ihr daran gedacht, wenn ihr jetzt die Bürger mit einbezieht, auch mal innovative Wege zu gehen, sich auch mal abzuschauen, was woanders schon läuft, wie zum Beispiel beim Josephs, um Leute zusammenzubringen? Das wäre meine Frage an euch. Wie könnte es überhaupt gelingen, eine breite Mehrheit für dieses Projekt zu schaffen und die Leute wirklich mit einer gewissen Euphorie, man darf beim Franken nicht zu viel erwarten, aber mit einer gewissen Euphorie für dieses Thema zu begeistern? Wie soll gewährleistet werden, dass
möglichst viele ganz kleine Ideen auch Eingang finden in diese Bewerbungsphase. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob auch marginalisierte Stadtteile mitgedacht werden für die Kulturhauptstadt Europas und die dadurch einfach einen Strukturwandel erleben können.